Die Godot Engine 4.4 ändert deine C#-Projekte und zwar beginnend mit dem Development Snapshot 7, der letztes Jahr kurz vor Weihnachten rauskam. Denn ab sofort gilt, .NET 8.0 ist der Standard für neue Projekte in der Godot Engine mit C#. Doch warum wurde diese Entscheidung getroffen, welche Vorteile hat das und worauf musst du jetzt achten bei der Projekterstellung? Ich zeige dir all das in der heutigen Folge. Ich bin der Truly Most Wanted und das ist ein Godot 4.4 Feature in wenigen Minuten erklärt. Lass gerne einen Like da, wenn es dir gefallen sollte, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und Fragen und Feedback sehr gerne auch in die Kommentare schreiben. Und jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Warum wechselt die Godot Engine jetzt auf .NET 8.0 und nicht 9.0, was schon draußen ist? Ganz einfach. Hier auf dem Godot Engine Blog gibt es einen Beitrag vom heutigen 2. Januar 2025, wo ich dieses Video gerade aufnehme, der sehr schön erklärt, wieso weshalb. Es gibt bei .NET zwei Arten von Releases, nämlich die LTS-Versionen für Long-Term Support, was immer 3 Jahre Updates, Fehlerbehebungen und Patches bedeutet, und es gibt STS-Versionen, das ist Standard Term Support, für 1,5 Jahre, eben 18 Monate. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, den zeitlichen Ablauf, wann Godot 4.0 rauskam, dann macht das alles sogar einen ziemlich guten Sinn. Godot 4.0 selbst wurde im Jahr 2023 veröffentlicht. Zu dem Zeitpunkt hat man sich entschieden, von dem alten Mono-Backend, was in Unity by the way immer noch genutzt wird, auf .NET 6.0 zu gehen und damit auch die modernen C#-Features zu integrieren. Das Problem dabei ist, .NET 6.0 kam im November 2021 raus. Es ist zwar eine LTS-Version, aber bei ein bisschen Mathe im Kopf, 2021 plus 3 Jahre ist 2024. Das heißt, der Support dafür hat bereits geendet. Und Godot Engine 4.4 ist ja noch in Entwicklung, wird wahrscheinlich schätzungsweise vielleicht im März, vielleicht im April, irgendwann im Laufe des Jahres hier veröffentlicht werden. Schauen wir uns mal unten dieses Schaubild an mit dem Zeitenstrahl, um zu verstehen, warum eine gewisse Version jetzt nehmen oder eben nicht nehmen. Wichtig zu wissen ist, die geraden Zahlen, also .NET 6, 8, 10 und in 2 Jahren die 12er Version, das sind die LTS-Versionen für 3 Jahre Support, und die ungeraden .NET 5, .NET 7, jetzt gerade 9 und nächstes Jahr die 11er Version, das sind die STS-Versionen mit jeweils nur 1,5 Jahren Support. Und beginnen wir mal bei .NET 6.0 auf der linken Seite. 3 Jahre später haben wir November 24. Wir sind dahinter, kein Support mehr, das fällt weg. .NET 7 ist zwar kein LTS, aber eine STS-Version bei 1,5 Jahren Support. Naja, November 22 geht bis Mai 24, Support eingestellt. Dann haben wir .NET 8.0. Im November 23 veröffentlicht, für 3 Jahre Support, eben bis November 2026, also jetzt noch knapp 2 Jahre. Das ist also der beste Weg, den Sie hier nehmen können. Wichtig ist aber, das ist ja nur eine Minimum-Version. Die Godot Engine entscheidet sich bewusst, nur Long-Term-Support-Versionen zu nehmen, um eben auch den besten Support für die Engine damit zu haben. Aber wenn du nachher deine Projekte in der Godot Engine machst in den nächsten 2 Jahren, kannst du auch ohne Probleme .NET 9.0, was schon gerade draußen ist, nutzen. Oder wenn jetzt dieses Jahr .NET 10.0 rauskommt, kannst du damit auch arbeiten. Warum wurde die Regel eingeführt, dass man STS-Versionen überspringt? Ganz einfach. Man hatte mit dem Gedanken gespielt, die 7 zu nehmen auch, aber es gab Probleme. Zum einen ist es schlecht, Usern zuzumuten, dass sie immer eine STS-Version haben und dann irgendwann der Support eingestellt wird bei Problemen. Zum anderen hatte man überlegt und versucht, auf 7.0 abzugraden, aber es gab Probleme in der Version mit einem Feature, die daran gehindert haben, wirklich das Upgrade durchzuführen. Und diese Änderungen hätten viel länger gedauert als erwartet, deswegen wurde das Ganze einfach abgebrochen und übersprungen. Aber jetzt mit 8.0 als LTS-Version kannst du in deinen Projekten eben das als neue Minimum-Version nutzen. Was ist mit älteren Versionen? 4.0, 4.1, 4.2 und auch 4.3.
Es wird sehr empfohlen, wenn die Godot Engine 4.4 rauskommt, auf die aktuellste Version zu aktualisieren. Gerade eben für uns C#-User, das wäre in dem Falle Pflicht, weil für .NET 6.0 gibt es, wie bereits erwähnt, keine Updates mehr. Und das Team kümmert sich darum, auch Kompatibilitätsbrüche zu vermeiden und gerade eben da auch sichere Übergänge auf neue Versionen zu ermöglichen. Deswegen ist es auch wichtig, dass Leute von uns eben die Pre-Releases, die Development Snapshots und Co. ansehen, testen, Fehler melden und bestenfalls verbessern. Wenn es darum geht, aktuelle oder auch zukünftige Versionen von .NET zu nutzen, dann kannst du das mit deinen Projekten jederzeit machen, wie du möchtest. Die Godot Engine selbst nimmt als Mindestversion immer die LTS-Version, eben .NET 8.0, aber mit ein paar Änderungen in der CS Project können wir auch hier .NET 9.0 nutzen und darüber unser Projekt mit den aktuellsten C#-Features nutzen. Hier unten noch einmal der Hinweis: .NET 10.0, die nächste LTS-Version, kommt im November diesen Jahres raus. Eine Sache, die man sich in jedem Falle anschauen sollte, ist, was musst du alles lernen oder was kriegst du an Vorteilen, wenn du auf Godot 4.4 updatest und .NET 8.0 nutzen kannst und optional auch .NET 9.0 zur Verfügung haben wirst. Ganz simpel gesagt, eine Menge neuer C#-Features. Und gerade auch wenn du von der Unity Engine auf Godot umsteigst, ist diese Lücke noch viel größer. Um das mal ganz kurz zu zeigen: In der Unity Engine ist immer noch bei Unity 6 die C#-Sprachversion 9 die aktuellste. Und da haben wir auch genau wie damals vor einigen Jahren immer noch unsupported Features, die einfach nicht implementiert wurden und andere, die da drüben nicht richtig funktionieren. Ist natürlich schlecht für alle, die Unity nutzen, aber ehrlich gesagt, mich interessiert das persönlich nicht mehr, denn ich will lieber mit dem nativen C# und .NET arbeiten, anstatt wie der Mono-Implementierung. Und da hat die Godot Engine den großen Vorteil übrigens, denn wir können entscheiden, ob wir einfach nur die vorgegebene Minimum-Version nutzen oder ob wir mit den modernsten C#-Sprachversionen und Features arbeiten wollen. Denn die Lücke dazwischen ist schon gigantisch. Beginnen wir mal extra für alle, die von Unity kommen, bei C# Sprachversion 9. Denn in der Unity Engine wurden hierbei circa die Hälfte bis 2/3 aller Features implementiert. Das andere Drittel hat da Probleme oder existiert gar nicht. Das ist natürlich sehr schade. Wenn du von Unity nach Godot wechselst, egal ob 4.0 oder 4.4, dann kannst du auch C# Sprachversion 10 lernen. Das ist der Standard in .NET 6.0 und du siehst, die Liste ist nicht gerade kurz. Alle, die vorher Godot 4.0 bis inklusive 4.3 genutzt haben und jetzt auf die Godot Engine 4.4 umsteigen, wir kriegen 2 weitere Sprachversionen geschenkt. Denn .NET 7 brachte C# Version 11 mit all diesen Features hier, .NET 8, die LTS-Version, brachte C# 12 und einige sehr schöne Features sogar. Wenn du übrigens möchtest, dass ich mal ein Update-Video machen soll, was alles von Unity bis zum modernen C# in Godot oder eben von Godot 4.0 bis 4.4 an Sachen dazu kam in C# 12 und 11, schreib mir gerne mal in die Kommentare. Selbst wenn wir jetzt .NET 8.0 in der Godot Engine haben und alle unsere Projekte, also Sprachversion C# 12, supporten, es geht noch weiter in die Zukunft, denn C# Version 13 ist die aktuellste Version und die gehört zu .NET 9.0. Das heißt, es sind wieder einige kleinere Features dabei, die können wir optional nutzen in Godot, aber wir müssen dafür das Ganze eben aktivieren, wie auf der Seite von Godot vorhin gezeigt. Und obendrauf kommt, während .NET 10 in Entwicklung noch ist, kommt also auch noch dann C# 14 irgendwann raus. Und damit bist du im Bilde, welche C# Änderungen jetzt auf dich warten in der Godot Engine 4.4. Ziemlich cool, oder? Es lohnt sich immer, in die aktuellsten .NET-Versionen reinzuschauen und neue moderne C# Features kennenzulernen. Lass in diesem Video hier einen Like, wenn es dir gefallen haben sollte, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und wenn du Fragen hast oder Feedback geben willst, schreib sehr gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.